Hallo zusammen, ich gebe ja immer gern mal Tipps für den Alltag und heute habe ich mal einen Tipp zu einem Thema, was vielen sicherlich ein bisschen unangenehm ist und auch ein bisschen ekelig, aber gleichzeitig ein Thema, was gerade wenn man Eltern ist, irgendwann leider Gottes mal auf den Tisch kommt, und zwar das Thema Warzen. Kinder holen sich ja gerne mal im Schwimmbad oder beim Sportunterricht Warzen, weil wenn man eben in Sporthallen oder in Schwimmbädern mit nackten Füßen rumläuft, man sich sowas da schnell holen kann. So, wenn man jetzt das merkt, dass man irgendwo am Körper eine Warze hat oder bekommt, dann ist natürlich erstmal die Frage, was macht man da? Die meisten werden dann wohl in die Apotheke gehen oder zum Arzt und werden sich irgendwas da holen. Da gibt es ja diverse Mittelchen, entweder Tinkturen, mit denen man das dann Wochen und Monate bestreichen muss, damit dann vielleicht irgendwann die Warze weggeht. Oder aber man holt sich so einen Wardner oder andere Mittelchen, wo man die Dinger selbst mit vereisen kann. Und in ganz hartnäckigen Fällen hilft dann gar nichts mehr, da muss man dann zum Arzt und sie operieren lassen. Das sind natürlich alles Sachen, die nicht unbedingt angenehm sind und gerade bei kleinen Kindern sicherlich auch zu Boykott führen werden, wenn man versucht, das mehrmals zu machen. Diese Tinkturen brennen oft auf der Haut. Dieses Vereisen sticht und brennt auch. Es tut einfach dann in dem Moment weh. Naja, und eine OP ist natürlich auch immer eine Sache, wo man dann eine Betäubungsspritze braucht und danach eine Wunde hat. Also nicht besonders verlockend, diese Behandlungsmethoden. Das heißt zwar, wenn man nichts macht, vergehen Warzen irgendwann auch von alleine. Das kann aber 2, 3 Jahre dauern und das Blöde ist halt, sie vermehren sich in der Zeit halt weiter. Sie sind halt ansteckend, das heißt in dem Moment, wo mein Kind jetzt mit Warzen unter den Füßen jetzt auch barfuß durchs Schwimmbad rennt, ist wieder die Gefahr da, dass andere Kinder sich damit anstecken. Oder eben, dass sie sich auch auf der Haut verbreiten, das kommt auch vor. Aber viele hier in Deutschland nicht wissen, obwohl es in England und in den USA schon ein altbekanntes Hausmittel ist das ein Mittel dagegen hilft, was absolut schmerzfrei ist, was nichts kostet oder kaum was kostet, weil es jeder im Haus hat, oder die meisten zumindest. Und zwar hilft dagegen dieses ganz normale Reparaturklebeband. In den USA und in England nennt man das Duct Tape. Das heißt, das ist dieses silberfarbene Faserband mit dieser weißlichen Klebefläche darunter. Ich gebe das mal hier so an, damit man das sieht. Und dieses Band, wenn man es auf die betreffenden Hautstellen klebt, hilft tatsächlich, dass die Warzen verschwinden. Es ist noch nicht genau erforscht, woran es liegt. Man vermutet, dass der Klebstoff, der hier in diesem Band ist, zusammen mit der Luftdichtigkeit auf der Haut dafür sorgt, dass der Körper endlich anfängt, die Warze als das zu erkennen, was sie ist, nämlich ein Fremdkörper, den er zu beseitigen hat. Ansonsten werden Warzen nämlich oft vom Körper gar nicht als solche Fremdkörper erkannt und deswegen auch geduldet. Wenn man jetzt also irgendwo am Körper eine Warze entdeckt, nehmt euch einfach dieses Reparaturklebeband, macht euch entsprechend einen größeren Streifen ruhig ab, der sollte ruhig größer sein als die Warze selber, damit sie eben rundum luftdicht abgeschlossen wird. Am Finger kann man zum Beispiel dünne Streifen abschneiden und das hier ganz normal drum wickeln. Oder unterm Fuß muss man halt gucken, dass es hält, Socken drüber. Das einfach da drauf lassen, solange es hält. Wenn man duschen muss, wenn man baden muss oder wenn es von alleine sich löst, abmachen, die Hautstelle reinigen, trocknen und wieder neues Klebeband draufpacken. Wenn man das ungefähr 2 Wochen macht, ist die Warze meistens weg. Also als kleiner Tipp, gerade auch bei kleinen Kindern sicherlich eine einfacher anzuwendende Behandlungsmethode als zum Beispiel diese ganzen schmerzhaften Tinkturen. Dieses Klebeband bekommt ihr ganz normal, einfach im Baumarkt. Wenn ihr noch keins im Haus haben solltet, könnt ihr euch das ja besorgen. Und das Gute daran ist, wenn man so ein Klebeband sich kauft, weiß auch nicht jeder sofort, dass man Warzen hat. Der vielleicht für manche auch peinlich ist, in die Apotheke zu gehen oder zum Arzt und dort ein Mittel dagegen zu verlangen. Ja, das als kleiner Tipp von mir. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, wenn es euch geholfen hat oder ob ihr den Tipp schon kanntet, was ihr davon haltet. Wer möchte, kann mich auch gerne abonnieren. Freue ich mich natürlich auch immer drüber. Und ansonsten sage ich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Will ich noch was sagen? War es das schon? Wollte ich noch was sagen? Ja, wer möchte, kann mich auch gerne hier abonnieren. Nee, wo bin ich denn?